So, und da sind wir wieder. Was wollte ich sagen? Achso, genau, ne? Die Außenseiterin quasi. Also, er hat vorhin gemeint, der Pater, dass hier ein paar Leute noch weiter außerhalb leben, als schon in diesem kleinen Dorf. Also so richtig auf dem Moor, im Nichts quasi. Das könnte auch so eine sein. She has a puckish little face. Mhm. Good day, little one. What's your name? Wally took Myrtle. Pardon? He took her and ran off. I hate him. Is Myrtle one of your dolls? Yes, my favourite. Mhm. Mummy made her for me. She's so beautiful. Wally is the worst brother in the whole world. Molly, okay. I'm sorry to hear that. What is your name, little one? Jane. It's a pleasure to meet you, Jane. My name is Thomasina. Okay, Puppe wiederfinden, alles klar. The Beck, was ist the Beck? This is a lovely little beck. Ach, ein Bach. It's where we get our water, miss. It's good for drinking and cleaning. Mhm. Your dolls look lovely, Jane. Auf dem Thank Stein. you, miss. I love them very much. Today was their bath day. Ich finde das so süß, wenn man mal anguckt, wie wenige Pixel diese Püppchen überhaupt haben. Aber wenn man genau hinguckt, erkennt man das total gut. Finde ich immer sehr beeindruckend an Pixelart. Okay, Myrtle. Why did your brother take Myrtle away? He's just jealous because Daddy is letting me come with him to the market tomorrow. Wally thinks I'm Daddy's favourite, so he took Myrtle from me. What if he rips her to tatters? What if he feeds her to Mr. Bryden's goat? Don't worry, Jane. I'm sure he wouldn't do such a thing. Where did your brother go? I don't know. Home, maybe. But I have to wait here for Myrtle's friends to dry out. Oh, sie kann noch nicht zurück nach Hause, weil die Püppchen noch nicht trocken sind. Das ist ja süß. Okay. Nach dem Zuhause fragen wir gleich. Do you know an old man called Leonard Shoulder? No, miss. Das ist okay. Have you heard of a place called Hobb's Barrow? I have, yes. You have? We aren't supposed to talk about it. Why not? Would you like to go there? Yes, I would very much like to. I'll tell you where it is if you find Myrtle for me. Ha. You will? Yes. Yes! But don't tell anyone about it or I'll be told off. Nee, I natürlich. promise. Pinky Please Promise. find Myrtle first. I miss her. I will. Cool. Diese Kinder sind da doch ein bisschen unverfänglicher. Okay. Wo ist denn dieses Zuhause, wo vielleicht der Bruder mit der Puppe hingelaufen ist? Where do you live? Our home is on the other side of the village, miss. Maybe Wally went back there. Or maybe he's left her out on the moors. Poor Myrtle. I'm going to kick him so hard. Ja, okay, da mischen wir uns nicht ein. Das dürfen die unter sich ausmachen. Wir suchen mal nach den Püppchen. Goodbye. Bye, miss. Ja, was ich vorhin meinte, so blaues Kleidchen, braune Haare, grünes Kleidchen, rote Haare. So simpel und trotzdem erkennt man genau, was es ist. Ich mag das sehr gerne. I do enjoy the charm of a babbling beck. Wusstest du nicht, dass Beck auch ein Wort dafür ist? Mal ein bisschen trinken? The water is icy cold. Nein. Trink doch mal einen Schluck, Frau. Du hast noch nicht mal was gefrühstückt und es ist schon Mittag. Sweet little flowers. Haben wir welche? The delicate flowers smell rather sweet. Okay, aber wir nehmen noch keine mit. Nö, okay. Was können wir noch machen? Hier wieder so ein Fossil. Remarkable. A gargantuan fossilized ammonite. This would look fantastic on my mantelpiece. Hey! Stay away from that! Was? It's bad luck to touch the Ammon's horn. I'm serious. Fine. Tja, okay, solange die Kleine da noch aufpasst, dürfen wir das nicht anfassen. Aber gut, okay. Ne? Back toward the woods. Aberglaube und so. Okay, auf der anderen Seite vom Dorf, hat sie gesagt. Vielleicht hat er sie aber auch irgendwo im Moor liegen lassen. Ich muss jetzt erstmal kurz meine Kiste holen. Ich habe Oma ja versprochen, dass ich noch ein Küchlein kaufe. Das habe ich auch fest vor. Warte mal. Achso, ich hätte schwören können, da liegt irgendwas, aber das ist nur irgendeine Blumentextur. Okay, was ist das?
War das Haus? Nope. No one here. Vielleicht da? I don't think anyone is home. Ich habe nicht so genau darauf geachtet, wo die Post sein sollte. Nur, dass sie hier irgendwo am Marktplatz ist. Oder das hier mit der Plakette. Nee, das war das vom Vikar. I don't think anyone is home. Okay, dann müssen wir noch mal... Ach, warte, hier hinten durch sind wir noch gar nicht. Ah, That must be the postmaster's storeroom. okay. Hallo, guter Mann. Ich wollte gerade sagen, gute Frau. Ich habe es nicht so genau erkannt. He looks a little chirpier than your average Bewlay resident. Sieht ein bisschen freundlich aus, okay. Hello, Good day. I haven't seen you in Bewlay before. I'm just visiting. Lovely. It's nice to see a new face. We don't get many visitors. My name's Henry. Henry Long. Nice to meet you, Henry. Thomasina Bateman. Wonderful. What a treat. Oh, da freut sich endlich mal jemand, dass wir hier sind. Das ist ja nett. You seem in a good mood, Mr. Long. It's just lovely to see a new face. Where are you from, Miss Bateman? It's hard to trust anyone here. Ich meine, wir sagen aus London. London ist, glaube ich, groß genug. Originally a small town on the outskirts of Derby, Mr. Long. Though I currently reside in London. London. I've never met anyone from London. How very exciting. Have you lived there a long time? It's been quite a few years now, yes. I've heard that the air there is so heavy with smoke, it makes it hard to breathe. Is that true? Some days. Oh, you must miss the fresh northern air. Well, you've got that in Bewlay. No factories out here. Such things are a blight on his creation. I were born in this very home I stand in front of. Bewlay is in my blood. Why would I ever want to leave? Especially now I can meet new folk thanks to the railway line. Das ist ja mal einer, der gar nicht so kritisch mit der Zugverbindung ist, ne? Es ist so erfrischend, wenn sich mal jemand nett äußert. Okay, wir gehen mal wieder von unten nach oben durch. Your opinion of the railway station differs widely from your fellow townsfolk, Mr. Long. wirklich. I've not met anyone particularly keen on it. That railway line is the start of a new era for Bewlay. Mark my words. There's much to protect here, but we need new blood. I hope that some of you visitors will actually stay here permanently. Why is that? So I have new friends to talk to. Some people here don't want any new friends. Cyril Farnaby, the miserable old sod, is the worst offender. Ja, Cyril haben wir ja schon kennengelernt. Er ist Mr. Grumpy Old Man. I've had the pleasure of meeting Cyril. He really dislikes the railway station. Absolutely miserable he is. I've tried to convince him many times that the station will help Bewlay. He just doesn't understand. I met him last night in the Plough and Furrow. Aye, the scene of our many debates. Blimey. I could go for an ale right now, actually. Dass die alle immer so bierdurstig sind, ist ja unfassbar. Okay, es kommen immer neue Sachen dazu. Can I buy you a drink? Really? Was? No. Wait. Do you think Mr. Kemp will let me open a tab? Perhaps. You could always ask him. I shouldn't leave anyway. Mr. Price is relying on me to keep watch of his storeroom. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, sie schlägt einfach vor, dass wir ihm was ausgeben und hat überhaupt kein Geld dabei. Wie peinlich. Okay, gut, dann haben wir es ja gleich. Das ist der Storeroom, er soll aufpassen. Den kriegen wir bestimmt irgendwie überredet, dass wir da mal ganz schnell einen Blick reinwerfen müssen. I'm looking for Hobbs Barrow. One of those old burial hills. Yes. Do you know where it is? Believe it or not, I haven't set foot on the moor since I were a child. Why is that? I've got all I need right here in Bewlay. And we are all truly blessed with the railway station, which brings us lovely new faces. Er ist der Erste, der nicht geleugnet hat oder so getan hat, als ob er nicht wüsste, was Hobbs Barrow ist, ne? Er ist der Erste, der gesagt hat, ach ja, hier, eine von den alten Grabstätten. Der Erste. Okay, und Leonard? Vielleicht ist er auch der Erste, der da was Vernünftiges sagt. Do you know a man named Leonard Shoulder? Aye, funny old fellow. I hear he lives way out on the moors somewhere. Have you seen him recently?
No, not for a long while now that you mention it. Why do you ask? It's a long story, but I was to meet him in Bewlay. He invited me here. Well, I must thank him when I see him for inviting such an enchanting young woman. You flatter me, Mr. Long. Okay. Ich weiß noch nicht genau, ob das irgendwie sus ist, dass der so nett ist, aber ehrlich gesagt ist es gerade sehr, sehr schöne Abwechslung. Okay, jetzt kommen wir mal zu dem Eigentlichen, unsere Kiste. Mr. Price. I'm Wo ist looking der? for Mr. Price, the postmaster. Oh, Mr. Price, my lovely neighbour. I'm afraid you've just missed him. Curses. I saw him wheeling a large crate into his storeroom just there. It must be mine. I really need it. Have a look through the window to see if it's yours. Das mache ich gleich. Wo ist der denn jetzt hingegangen? Where did Mr. Price go? I don't know. The man were in a hurry. I know he has family in Bakewell. That's miles away. Did he leave by foot? No, by horse. He must be a few miles down the road by now. Den finden wir nicht mehr. Mist. Okay, also wenn er schon mit dem Pferd aufbricht, dann ja, wahrscheinlich tatsächlich eine Strecke, die man zu Fuß nicht laufen möchte. Den sehen wir wohl so schnell nicht wieder. When will Mr. Price be back? He didn't say. Could be tonight, could be a few days. Mist. How infuriating. I told him I'd keep watch of his storeroom, and I'm a man of my word, Miss Bateman. I shall not budge from this spot. Goodbye. Don't be a stranger. Das werden wir noch sehen. Das werden wir noch sehen. Okay, erstmal wollen wir natürlich ein bisschen durchgucken. Die Tür. A warehouse. Ja. Und eine Plakette. Royal Mail. Postmaster's residence. This must be the local post office. Postmaster's Residence. Da hält jemand sehr große Stücke auf seinen Job. Ah, There's my crate. Kenneth always ties a red ribbon to it. I can see an envelope tucked behind the ribbon. Perhaps it can help explain Kenneth's absence. I'm going to have to get in there. das ist wahrscheinlich dasselbe, ne, wie man heutzutage einfach an den Koffer irgendwas Auffälliges dranbindet, damit man am Flughafen immer sofort weiß, welcher ist meiner. Tja, Mr. Long, wir müssen da I noch have mal nothing kurz- else to ask for the time being. Wie? Doch, klar. The postmaster isn't home. But my crate is in there. You'll have to wait for Mr. Price to get back. Das können wir doch sicher irgendwie besser. There's nothing else I... Mist, können wir nicht. Dachte, ich kann ihn noch mal überreden oder so ein bisschen, ne? Bisschen flirty, aber vielleicht nicht. Vielleicht können wir uns was anderes einfallen lassen. So. Oh, das ist ein Rotkehlchen, glaube ich. Also ich glaube, dass es eins sein soll. Voll süß. Okay, die Kleine. Ich suche erstmal nach der Puppe. Denn das wäre ja so eine... Ne, ist ja immer noch da. Steht ja schon den ganzen Tag rum. Die Puppe wäre eine Möglichkeit, schon mal nach Hobbs Barrow zu kommen. Unabhängig davon, ob wir den Mr. Shoulder finden oder nicht. Und das ist bestimmt der Bruder dazu. This young fellow looks miserable. Oh. Was ist los? Hello there. My name's Thomasina. Yeah? What's yours? Wally? Molle. So süß. Die Synchronstimme für diese Kinder ist so niedlich. Also es sind, glaube ich, 2 oder 3, aber so cute. So, wir fragen erstmal nach der Puppe. Jane tells me you've taken Myrtle away. And what if I did? That's a bit mean, don't you think? She kicked me! Look at this bruise on my leg! Okay. Ja, sehe That does ich. look quite bad. Why did she kick you? Because she's a little goblin. You don't know what she can be like. Besides, Myrtle is gone now. I've given her to the fair folk. That'll teach her. Oh no. Wer ist denn das Fairfolk? Ich dachte erst, dass die Familie, ne, die kleine Jane und er hier, auch solche Leute sind, die so weit außerhalb leben, dass sie eigentlich schon mitten im Moor leben. Aber ich glaube, das sind die hier. Who are the fair folk? The little people of the moors. I gave Myrtle to them. Little people. You don't mean fairies, do you? We call them Dorthin. fair folk round here. Wally, there is no such thing as fairies. It's true, and I gave him a doll. Er hat die Puppe den Feen gegeben. Alles klar. Da müssen wir uns wohl was einfallen lassen. Where can I find these fair folk? Follow the tinkle of their tiny bells. I hear 'em when the wind dies. They dance around their little house. But where is this little house?
Just listen for the bells, you'll find it. Don't think about bringing that door back. That'll just bring bad luck for all of us. Was? Du hast sie verschenkt und ich darf sie jetzt nicht wieder zurückholen? Das werden wir ja sehen. So, die 2 Standardfragen plus Lord Penswick. What do you know about Lord Panswick? I heard he owns the whole county. Have you met him? No, he lives out on the moors somewhere. But everyone does what he tells them to. Why's that? 'Cause he has a lot of money. Ja, this is how the world works. Have you heard of a place called Hobbs Barrow? No, Dann nicht, okay. Do you know a man called einfach. Leonard Shoulder? no. Goodbye. Das war auch einfach. Okay. Ganz knallhart ehrlich, der Junge. Können wir noch mal bei den Eltern klopfen? Vielleicht. Nee. Nobody home. Okay. Das da hinten sieht aus wie ein Apfelbaum. Ich würde jetzt gerne hin und welche pflücken. The road disappears over the horizon. I see nothing but moorland. Hey, ich sehe eine ganze Menge interessanter Sachen da drüben. Mist. Feen, okay. Wir könnten natürlich noch mal überlegen, ob wir... da sind wir wieder hier. Ein bisschen gucken, dass ich die ganzen... hier an der Kirche war. Gut. So schnell kommen wir also nicht an unser Stuff. Hier könnten wir mal raus. Ich glaube, wir sind letztes Mal hier rausgegangen. Ah, siehst du. Oh. Oh. Das sieht aus wie ein Feenkreis. I'm not sure if these are poisonous or edible. It looks like something has been buried in the middle. I'd better not touch them. They could be poisonous. Aber das Ding in der Mitte. It looks like something has been buried in the middle. Eine Schaufel dabei, ne? Das ist eine gute Idee. Thomasina, please stop leaving your toys lying about the place. What happened the last time you left your dolly under the tree? A fox ate it, madame. Yes, it did. Fetch it now, won't you? Then I'll fix your supper. Yes, madame. Okay, wir kriegen immer Flashbacks zu dem Zeitpunkt, als wir noch ein kleines Mädchen waren. Und wir haben unser Püppchen liegen lassen. Und da ist auch so ein Feenkreis. It's the gateway to the fairy kingdom. Ja. Hello, fairies. Ja, es ist so süß. Achso, weil sie... Hello. Ja, sie hat so eine süße Stimme. Da ist Püppchen. Josephine. There she is. Mal ganz kurz, was für einen hübsch gepflegten Garten hatten die denn hier, bitte? Was? There you are, Josephine. I won't let the foxes eat you. Warte. Who's that you have there, little bird? Josephine. She introduced me to the fairies. Oh, fairies, you say? Yes, Daddy. Do you believe in fairies? Of course. Do you see those mushrooms over there? Yes. That's the gateway to their kingdom. That's where Josephine and I go to talk to the fairies. Oh. Now, listen to me, Thomasina. Yes? You're old enough now to hear this. There's no such thing as fairies or talking dolls, my little bird. What do you mean? I'm sorry, my dear child. I do not wish to upset you. I just want to make sure that you understand the difference between fantasy and reality. Josephine is just a doll, and fairies do not exist. But, Daddy... Science is the great antidote to the poison of enthusiasm and superstition. Please always remember that. Oh Gott. If you hear anything about fairies or the like again, know that it's hogwash. Die ist ja noch viel What zu is it? klein für sowas. Ach komm, da hättest du auch warten können, bis sie selbst draufkommt, dass das nicht wahr ist. Hogwash. Did Wally bury the doll, I wonder? Wahrscheinlich. Äh, zu viele This must be Regenwürmer. Jane's ragdoll.
Gänsehaut. Oh, ich krieg grad wirklich voll die Gänsehaut. Können wir die jetzt bitte... Was ist das da? Perhaps these wriggling worms are the fair folk young Wally was so fearful of. Keine Ahnung. Können wir bitte weggucken? Oh. How strange. There is a hairpin pierced through the arm. This may come in handy. I'll keep it. At least I shall not return from Bewlay empty-handed. Weil wir eine Haarnadel haben. Alles klar. Hey, vielleicht hat der Junge auch versucht, eine Voodoo-Puppe draus zu machen. Wer weiß. Okay, ich wollte noch sagen, ich fand das total süß. Mir ist gerade aufgefallen, dass der Vater das Hogwash-Wort benutzt hat. Also Humbug quasi. Das hat sie ganz am Anfang auch schon mal benutzt. So richtig dieses... Sie hat es quasi von ihm aufgenommen und plappert es seitdem so nach. Was irgendwie voll süß ist. Weiß auch nicht. So, können wir noch weiter ins Moor? The Gute Idee? moors stretch into the distance. I don't wish to wander aimlessly. Wieso aimlessly? Da hinten ist ein Aim und da ist ein Aim und da ist ein Aim. Da könnte man einfach mal straight rüber gehen. Zumindest da, wo man erkennen kann, dass der Weg, ne, so. Na gut. Ja, nicht. So, Püppchen zurückgeben. Ragdoll. It's Jane's creepy ragdoll. Also die anderen sahen niedlicher aus der Entfernung. So, Oma, ich schaffe das irgendwann noch. Versprochen. Oh Gott, wo war das denn nochmal? Mal ganz kurz gucken, wie wir da hingekommen sind. Ich glaube hier hinten. Ah, da können wir uns bestimmt gleich die Tür aufbrechen. Aber der Vater ist ja wieder zurückgekehrt. Das heißt, der ist da wahrscheinlich in der Kirche. Dann wäre es ein bisschen uncool, genau in dem Moment die Tür aufzubrechen mit einer Haarnadel. So, guck mal, ich habe was für dich. Also, ich hab was für dich. I present to you Myrtle. Myrtle! Ja. Bitteschön. I missed you so much. Now, I believe we had a deal. Hide and seek. Was? Come back! Wie Hide and Seek. Du wolltest mir zeigen, wo es lang geht. It's in moments like these I thank myself for not having children. Ey, jetzt sei mal nicht so grumpy. Ich finde das süß. So vor allem die anderen Damp Puppen lässt ragdolls have been laid out to dry in the dreary sun. They aren't mine to take. They aren't mine to... Na dann nicht. Jetzt können wir das hier kurz anfassen. I can't pry the fossil from the rock with my bare hands. Ah, wir bräuchten... Schaufel wird nichts bringen, ne? Wir brauchen... The trowel is too blunt to chip away at the rock. Wir brauchen einen Hammer und Meißel und sowas. Unsere Werkzeugkiste halt. Hallo. Und tschüss. Hey! Und die Kotze ist weg. Stimmt, irgendein Tier aufgefressen. Ah. Jane? Das ist ja süß. Jane, get out of there. Don't make me come in. Fine. Da passen wir rein. Curses. Ah, ich wollte The hole is too small for me to fit through. Ich wollte gerade sagen. Können wir ein bisschen nachhelfen? I was always happiest with a trowel in my hand. Ich war schon immer am glücklichsten, wenn ich eine Schaufel in der Hand hielt. Uncovering hidden worlds within the earth itself, clod by clod. Versteckte Welten in der Erde selbst frei zu schaufeln, Stück für Stück. That should do it. Das erinnert mich an jemanden. Okay. Jane! Jane, come out this instant. Geht's jetzt ab ins I Wunderland? can't see a damned thing in here. I need a light source. Ja, du hast ja behauptet, du hättest was. Dieses eine Streichholz könnten wir jetzt benutzen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Curses. Oh nee. The useless thing blew out. Dammit. Wünschte ich mir, ich hätte es noch nicht benutzt. Okay. Wir wissen ja, wo eine Laterne hängt. Ich weiß nur nicht, ob ich sie mal ausleihen darf. Wir fragen mal. Ich hätte auch mal die Karte. Komm, wir benutzen mal die Karte. Warum nicht?
Devil's Toe. Das Dorf. Finde ich schon nett, dass es diese Karte gibt. Dann sollten wir sie auch mal ab und zu benutzen. Und wir fragen mal den Schmied, ob wir diese Laterne ausleihen dürfen. Good day. Yes? Ah, siehste? Ach, erstmal das Fossil und den Rest haben wir, glaube ich, auch noch nicht. I noticed your spectacular fossil specimen. Oh, I collect them. This one is called an... Ammonite. I'm impressed, lass. From the Jurassic period, I'd venture. Do you collect them too, then? My true interests lie in comparatively modern history. Oh, well, I do love a fossil. It's important to remember that we all end up in the soil eventually. Quite. Ja, das ist düster, aber nicht ganz falsch. Vielleicht können wir das andere mitnehmen und ihm irgendwie tauschen? Mr. Crozier, might I borrow your lantern? Sorry, lass. I need it. My eyesight is not what it used to be. The extra light helps me see what I'm hammering. I understand. Dammit. Vielleicht müssen wir doch unsere Kerze mitnehmen, aber die ist ja ausgebrannt, ne? Die haben wir schon benutzt. What can you tell me of Lord Panswick? His lordship commands much respect around here, lass. Keeps me busy with work. Why do you ask? Just curious. Ja, und Hobbs Barrow? Hatten wir ihn das nicht schon gefragt? Are you sure you don't know where Hobbs So. Barrow is? Sorry, lass. Thanks for your time. Aye. Speak to you later. Mist, okay, wir kriegen diese Laterne nicht. Ich habe schon überlegt, It's Mr. Crozier's forge. können wir uns da irgendwas anderes rausnehmen? The blacksmith is right here. I've no need to go inside. Okay, wenn das Feuerzeug, genau, so weit sind wir hier noch nicht. Wenn das Streichholz nicht funktioniert hat, ist natürlich die Frage, kriegen wir irgendwo anders eine Kerze oder sowas her? In der Kirche gibt es ja manchmal was. Mal vorher eine mitnehmen vielleicht? This must be where the local vicar sacrifices the newborns. Das ist aber doch so I've no gut. time for such. Mist, okay, ich dachte, wir können eine Kerze klauen. Das hatten wir auch schon. Locked. Locked as well. I think they all might be. Okay, dann würde ich sagen, vielleicht klopfen wir nochmal an der Tür an. Da der Vater ja wieder da ist, könnte es natürlich sein, dass er jetzt aufmacht. It's locked. Oder wir probieren das hier. It's the wrong type of lock for this to work. Mist. Das hätte so gut klappen können. Okay. Was machen wir sonst? Ach, guck mal, hier war sogar eine To-Do-Liste. Cool. Das ist mir gar nicht richtig aufgefallen. Explore. Gut. Locate Hobbs Barrow. Open a tab at the Plant Barrow. Okay, ich sollte... Ne, also, wir können ja noch nicht an die Kiste. Deswegen können wir auch noch nicht an unser Geld. Deswegen sollten wir Stanley dazu überreden, dass wir bei ihm anschreiben dürfen. Das wird vielleicht ein bisschen schwierig, denn Leute von außerhalb könnten natürlich jeden Tag wieder abreisen, ohne ihr Geld, also ihre Schulden zu bezahlen. Ich weiß nicht, ob der da so mitmacht. Das werden wir noch sehen. Da könnten wir natürlich gucken, ob wir das Schloss knacken können. Dazu müssten wir den anderen Kerl aber irgendwie ablenken. Vielleicht können wir ihn vorher im Pub parken und dann wieder zurückgehen. Und Jane versteckt sich noch irgendwo und dafür brauche ich eine Lichtquelle. Cool. Also ich finde das sehr nett, dass das Spiel einem hier noch so ein bisschen aufschreibt, was man alles tun kann. Das ist gar nicht so verkehrt. Lass mich kurz überlegen. Devil's Toe. Ich weiß nicht, warum wir da noch mal hin können, aber ich würde irgendwie noch mal gucken. Hier hatten wir ein Stück Holz, könnten wir aus dem Crate da mitnehmen. Vielleicht können wir uns eine Fackel basteln oder sowas. Allerdings haben wir unser einziges Streichholz verbraucht. Ist auch nicht so gut. Okay. Lass mich überlegen. Ich denke mal, wir versuchen, den Typen zu überreden, Stanley überreden, dass wir hier anschreiben dürfen. Vielleicht können wir dann den anderen Kerl auf ein Glas einladen. So, Kenneth, ist der hier nicht angekommen? My assistant has not arrived as planned. Oh, is everything all right? I'm not entirely sure. Am Ja. I to keep a room for him just in case? If you could hold it for one more night, Mr. Kemp. As you wish.
Okay, hat er nicht angeboten, dass wir ihn Stanley nennen können? Ist nicht ein bisschen unhöflich, dann wieder zu Mr. Camp zurückzugehen? Okay, was ist denn mit dem Lord? What can you tell me about Lord Panswick? A most charming man, Miss Bateman. Mhm. He looks after us here, a good fellow. Where does he live? Panswick Manor, on the moors. No visitors allowed. His lordship likes his privacy. Ja, das ist okay. I've decided to find Hobbs Barrow without Mr. Shoulder's aid. Are you sure that's a wise idea, lass? What other choice do I have? I have a feeling he is avoiding me. Mhm. Do you know where I can find the Barrow? No, sorry. I say that on my mother's grave, Miss Bateman. Okay. Ja, wir haben das Haus gefunden. Das können wir ihm auch noch erzählen, dass er nicht da war. I found Mr. Shoulder's home, thanks to the help of Father Roach. Wonderful. So you've met our vicar then? Yes, I did. An interesting character. Indeed. So, did old Leonard apologise for his absence? Not quite. Nicht ganz. He wasn't home. What is that man playing at? You tell me. Das ist eine sehr gute Frage. Darf ich hier anschreiben? I'm sorry to ask this, Mr. Kemp, but could I please open a tab? Still now in your purse? I'm afraid not. My assistant hasn't arrived as planned, so I find myself in a bind. He must have put the money in my crate, which is currently being held in Mr. Price's storeroom. Well, as you know, I run an honest establishment here, and I do trust you. No. Das So ist lieb. yes, I'll open an account for you, to be settled at the end of your stay. Of course. Thank you, Mr. Kemp. Now then, I'll be needing something of value as a deposit. I thought you said you trusted me. Aye, it's not personal, lass. One can never be too cautious. Da hat er natürlich vollkommen recht. Ich finde das witzig, denn ich kann mir vorstellen, dass sowas früher gar nicht so unüblich war, dass man irgendwo Sachen hat anschreiben lassen, wenn das entsprechende Vertrauensverhältnis da war. Aber ich glaube, heute ist das echt eine Seltenheit. Ich weiß nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das früher ab und zu mal irgendwo gehört oder mitbekommen habe, aber How can I open a tab again? Leave me an item. I'll give it back to you when it will be time to pay the piper. Okay. Goodbye. See you soon. Irgendwas wertvoll. Ach, hier, das Kreuz. Ja, Silber. Mhm. Schmuckstück von meiner Mutti geerbt, selbstverständlich. Nicht gerade aus der Kirche geklaut. Will you accept this silver cross pendant as a deposit? Can I take a closer look at it? Sicher. Natürlich doof, wenn er erkennt, wem es jetzt tatsächlich gehört. Aye, silver. That'll do. Sehr schön. Thank you, Mr. Kemp. Vielen Can Dank. I get you something to drink? Ja. Ja. A tankard of your finest ale, Mr. Kemp. Einer ist okay. Haben wir uns, glaube ich, verdient. Oder wir nehmen ihn mit. Weiß ich nicht. Aber ja. There we are. That's 2 pence on your account. Thank you. Müssen wir auch gleich mal ausnutzen, dass wir einen Account gemacht haben, ne? Most agreeable. Sehr schön. Okay, Spiel hat gespeichert. Ich würde sagen, das nutze ich nochmal kurz für eine Pause. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir den blonden Typen von dem Storehouse irgendwie wegkriegen, damit wir an unsere Kiste reinkommen. Oder ob wir tatsächlich zwischen all den Sachen, die wir jetzt noch offen haben, einmal schlafen müssen, um zu gucken, ob sich am nächsten Tag irgendwas anderes ergibt. Es könnte ja sein, dass der Mr. Price zum Beispiel wieder zurückkommt oder dass der Mr. Shoulder in sein Zuhause zurückkehrt oder was auch immer. Wir werden sehen. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Bis dann.